Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, im letzten Part haben wir einen neuen Auftrag bekommen, nachdem wir den letzten erfolgreich absolviert haben mit 5 Sternen. Und ja, jetzt sollen wir ein gestohlenes Fahrzeug, was auf der Fahndungsliste ist, wurde gefunden. Und da sollen wir mal hinfahren und schauen, was da so abgeht. Falsche Papiere heißt dieser Auftrag. Und der ist auch Teil der Complete Edition. Den kriegt man gar nicht, wenn man sich das Spiel so holt, normal. Den hat man damals bekommen, wenn man das Spiel vorbestellt hat. Muss ich mal meine Kopfhörer ein bisschen leiser stellen. Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. So, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Auftrag, diesen Fall damals gespielt habe. Das werde ich gleich sehen, wenn wir da beim Ort sind. Sicher bin ich mir da keineswegs. Hui. Noch unfallfrei. Da sind wir gerade gut ausgewichen. Schauen wir mal. Ich habe Bock auf den neuen Fall. Wieder ein Autodiebstahl. Schauen wir uns das mal an. 6th West 2nd Street. Um 12:30 am Mittag. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Okay. Remember, we need him healthy enough to answer questions. Okay. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Frazer from 6 West 2nd Street. Jetzt geht's aber ab hier wieder eine schöne Verfolgungsjagd. Oh. Lay into his wheel arches. Come on. Ja, ich habe ihn doch schon gerammt, aber warum machen wir das Auto jetzt kaputt, wenn es gestohlen ist? Oh Mann, ey. Oh, wieder. Wollen wir mal gucken? Enough games, Phelps. Take this guy out. Und da haben wir ihn auch. Steig aus. All right. Maybe Put your I was a hands couple where I miles can over see the them. speed limit. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with 2 tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Schau dich mal an, wie er schon wegguckt. Der lügt doch schon. Oder ist zumindest ziemlich verunsichert. Okay. 2400 Dollar 95 für den Wagen gezahlt. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Das würde ich aber auch sagen. Aber können wir den hier nicht nochmal befragen? Tatsache. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass ich das damals nicht gespielt habe. Okay, der Junge ist natürlich völlig eingeschüchtert. Okay, dann würde ich mal sagen, befragen wir den mal. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist... Ja, doch, ist schon ein sehr starrer Blick. Doch, das ist die Wahrheit, oder? Doch. And the ownership papers? From the same place. Okay. Fahrzeugbrief. Name Cliff Harrison. Hier ist der Eigentümer Cliff Harrison. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. Okay, krass.
Okay. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Das ist nicht die Wahrheit, aber da wir da keine Beweise für haben, deswegen ist er auch so nervös. Jetzt schaut er weg, seht ihr das? Er mit dem Mund, mit der You Mimik. guys might not have anything better to do, but I've got a class I need to get to. Mit der Mimik spielt er viel mehr, das ist nicht die Wahrheit. Und ich habe keinen Beweis für eine Lüge, also zweifle ich das an. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? 1 reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Okay. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Das ist ein Mann weniger Worte, ne? Aber jetzt hat er wieder diesen starren Blick. Jetzt guckt er zum Beispiel nicht weg und hat diese Mimik. Nee. Das ist wieder die Wahrheit. Das ist nämlich ein Exempel zur ersten Frage. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. Das We're going to will get to the tun. bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence, and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, Detective. Do you know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Das müssen wir wirklich. So what? I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Ich glaube den auch irgendwie. Aber wir fahren jetzt da erstmal zu diesem Paperwork Händler. all looked above board, and he seemed like a clean-cut kid. Well, I get it now. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's got to be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different tune. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes, I feel much better. Can we try to get there in one piece? Yes, I feel much better now. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. See? I knew you weren't finished. Oh Mensch, die beiden sind schon gute Kollegen. Passen gut zusammen, meiner Meinung nach. Und da sind wir auch schon. Coombs Automobile. Jetzt bin ich gespannt. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Ja, du hast ein Detective Problem. Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Was geht denn mit That's a joke too, son. dem ab? Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Nein, Stefan, ich hab da irgendwie nichts gegen. Was ist denn los mit dem Jungen? Here it is. Got the original pink slip there too. Okay. Gene Archer.
Registrierter Eigentümer Gene Archer, Modell Kaiser Fraser. Limousine, 6-Zylinder, viertürig, Baujahr 1947. Gene Archer. 146 North Fremont Avenue. Okay. Warum müssen wir die Adresse noch rausfinden? Händlerstempel. Mitarbeiter Coombs. Ja, Richard Coombs. Okay. Interessant. Er sitzt aber ganz chillig, ne? Quittung. $2.400 Zigarettenanzünder. Okay. Radio und Licht musste er irgendwie noch was drauf zahlen. Harrison's purchase receipt was legit at least. Das stimmt. We have a couple of questions. Das All right, fellas. würde ich auch sagen. Shoot. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Das Mädchen kam ja einfach rein. Was? You're as thick as a whale sandwich, aren't you, son? Das ist nicht die Wahrheit. Aber er macht nicht viel Mimik, obwohl seine Hände, die Gestik, ne, das zweifelt Jan. You need to give us something, Scheiße. Coombs, if you don't want to be implicated in this. Das war falsch. Yap, yap, yap. Son, your problem is that your gums keep flapping, but you do no listening. Das war die Wahrheit. Wow. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. Jetzt sitzt er da schon wieder anders da, aber. Das ist diesmal nicht die Wahrheit. You're as thick as a whale sandwich, Das aren't you, son? zweifle ich an. Er schaut mehr weg. Hat eine andere Sitzhaltung. Das ist nicht die Wahrheit. Und das war ein kleiner Grafikbug gerade irgendwie. So this dizzy broad walks in here off the street and sells you a 2-year-old car Schon for wieder half falsch? the price and you don't ask any questions. I'd say that about sums it up nicely. LOL? Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Wenn ich die ersten beiden so schon falsch gemacht habe, dann ist das die Wahrheit. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquis. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. This was all above board. Yes, of course it was. Das ist eine Lüge. Beziehungsweise nicht die Wahrheit. Habe ich dafür Beweise? Ne, Cole hat ja gesagt. Wenn, sind das erstklassige Fälschungen. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help.
Jo, was geht denn mit ihm? Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Ja, würde ich mal sagen, wir müssen doch noch irgendwie ein Telefon benutzen, ne? Wir müssen noch eine Well, Adresse Harrison auswählen. might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Würde ich auch sagen. So. Adresse. That broad has socks in it. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Messages, please. A James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks. Ich würde aber sagen, bevor wir zu unserem Revier, zum Verhör fahren, fahren wir da in diese, keine Ahnung, zu dieser Adresse erstmal hier auf jeden Fall, würde ich sagen. Oder? Ja. Genau, eingetragene Adresse für den Fahrzeugschein. Das würde ich auch sagen, dass wir das zuerst Here's a machen. chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Das ist ein Argument, Cole. Aber Bukowski hat recht. Mir ist auch ziemlich auf den Sack gegangen. Okay. Ja, chill, Mann. Ich bin hier Cop, ey. Okay. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. We should go to the station, see what this Velasco guy has to say. Wow. Wirklich? Oh Mann. Was war das denn? Hier ist nichts. Scheiße, also diese Gene Archer ist ganz schön unter Zugzwang. Wenn wir die finden. So, dann wollen wir weiter hier fahren. Das war gerade maximal komisch irgendwie. Ich habe dem echt nicht geglaubt, dass das alles war. Dem Verkäufer. Hat mich echt gut hinters Licht geführt, ne? So Autoverkäufer, okay. Hui! Nice Jump. Die sind dafür gemacht, ne? So. Zentralrevier. 5 nach 4. Hinter zu diesem... Velasco is prepped and ready in Velasco. 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Was? I say we bust in there and Das ist find echt the komisch, goddamn ne? evidence. So, Interview Room. I'm just praying the prints come through so I can nail this son of a bitch. It's him, the cop from the newspapers. Ja. Wo ist denn der Interview Room 2? Da. Da. Crummy bastard. Was? Okay. James Velasco? Läuft bei I ihm. want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. The women don't find you handsome, they should at least find you handy. Need a drink. I got the jitters again. James Velasco ist wie bei Cliff Harrison. Chevrolet. Nice. 2 Türig, 4-Zylinder, 1945 gebaut. The paper is real enough, Velasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Das kann er, aber da kann er ja nicht viel für, oder? Okay, dann würde ich mal sagen. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. Was? Was läuft denn bei dem falsch? Kannst du mich mal?
Wahrheit auf gar keinen Fall. Lüge. Hab keine Beweise. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Aha. 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 Das ist eine richtige Bande hier, oder was? Drecksack. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Willst du mich verarschen, oder was? Was sagst du zu dieser falschen Adresse hier? Auf Jean Archers Fahrzeugschein? Du bist so ein Penner. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. Aber du gehörst damit zu und sie hat die Quittungen alle... Ja, genau, auf ihrem Fahrzeugschein ist ihr Name drauf, also das stimmt nicht. Echt so. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? Das werden wir gleich sehen, ob ich happy bin, Penner. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Boah, Eier. Ohne Spaß, ne? Guck mal, wie er schon wieder wegguckt. Gut, ja, darüber wissen wir ja noch gar nichts, also... Penner. Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay, okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Chicago. Where do you pick up the cars, Belasco? Warehouses. Mainly in East downtown. Er versucht immer noch uns zu verarschen. Ist das dein Ernst? Wenn man dafür irgendwie... Nee. You got something to say? Let's hear it. Ja, hab ich auch. Guck mal, wie du wegguckst. Penner. An address, Belasco. You want my help with the DA? Cough it up. Now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid, and we'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, I wrote it down. Okay. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Will ich auch sagen, ne? Eigentümer Marquee-Druckerei. Okay. Dann würde ich mal sagen, wollen wir da mal gleich hin, Your ne? GTA suspect Jean Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Oh lol! Gib mir eine Karre! Los! Jean Archer! Gib mir eine Karre! Come on, we don't want to lose her. LOL! Was fährt ihr mir denn vor die Karre? LOL, ich wollte den Part nicht kurz eben beenden. You know, this isn't a tank, Phelps. Geh mir nicht auf den Sack. Oder ist die eine da auf einmal? LOL.
kann ich doch einen Cut machen. Also Freunde, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wow, sehr interessanter Fall. Es scheint, als wären wir hier an einer richtig großen Sache dran. Ich würde mal sagen, jetzt holen wir uns Gene Archer. Bis dann, zum nächsten Part. Ciao, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Scheint Faustdick in den Ohren zu haben. Also habt einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.